über Einheit nachdenken und über die Person vor euch beten. Ah, somebody's touched. This is allergies. Okay. Okay, so I'm going to switch into Colossians now. But Good, good. And I'm just having a Sorry, I just said, I changed it here. What do you say, Barbie? Lily didn't make it too far. He got executed by the centurion. crazy. Oh my god. Only you couldn't get to the training program. Yeah, man, I need to, this discipline. Points of Alright, let me set up Colossians here. Alright, we'll do a little background of Colossians and we'll go to break. Dann ein bisschen Hintergrund zum Kolosser. Machen wir Pause. We'll see. You guys read Colossians already? Habt ihr den Kolosser schon gelesen? Yeah. There's some kind of crazy stuff in there. Das ist was Verrücktes. Da steckt was Verrücktes drin. God was pleased to dwell, the fullness of God was pleased to dwell, something, 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 in him, through him, by him, blah, 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 blah. Die Fülle Gottes, der Fülle Gottes hat es gefallen, zu weilen und in ihm, durch ihn, bla bla. I know when the first few times I read that, I was like, what in the world is he talking about? Und die ersten paar Male, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, What does that mean? was redet der da? And Was heißt das? So that's the Greek worldview. Das ist die griechische Weltanschauung. We're going to talk about that either in a few minutes or right after break. Da reden wir entweder gleich drüber oder nach der Pause. Alright, so Colossae. This is the city Colossae, what remains of it. Das ist die Stadt Kolosse oder was davon übrig ist. Well, it's all hidden underneath there anyways. Oder darunter versteckt. They just really haven't excavated it yet. Die haben es noch nicht ausgegraben. It's not a super important archaeological site in the greater scheme of history. Es ist keine besonders wichtige archäologische Fundstätte im allgemeinen Blickwinkel auf die Weltgeschichte. But who knows, maybe someday they will excavate it. Aber eines Tages werden sie es hoffentlich ausgraben. Probably when the Turks figure out how to make money from it. Wahrscheinlich, wenn die Türken herausgefunden haben, wie sie damit Geld machen können. Okay, it's on the main Roman road that goes from Ephesus all the way to the Euphrates River. Das ist auf der hauptrömischen Straße, die vom Ephesus bis zum Euphrat. It's probably about 100 miles east, so that's about 160 kilometers east of Ephesus. Also 160 Kilometer im Landesinneren. And the surroundings, some other surrounding cities of Laodicea and Hierapolis. In der Nähe von Laodicea und Hierapolis. That's for SBS. There it is, right? So you can see Turkey here, and then the main road. Türkei. Kind of, so it's over there. Da hinten. Okay. And it's that's probably not Ephesus or something. Maybe I can't remember. Maybe not Colossae. I was just getting some nice crazy lines. So, but it was known. The Lycus Valley was known for grazing sheep. Also die Gegend war für Schafzucht bekannt und dass die da genug zum Fressen hatten. And it had this river that ran through that had really chalky mineral water. Und da läuft ein Fluss durch, der sehr haltig oder There's like minerals and stuff inside. also sehr mineralhaltiges Wasser. So apparently that water is really good for dyeing cloth. Das Wasser muss wohl äußerst gut für, zum Färben gewesen sein. So its main industry was textile industry. Also da ging es ganz viel um Textilien. So later if you read it again, it talks about putting on a new self. He's kind of using some of the imagery of new clothing.
Also wenn man das liest und man liest, was ein neues Selbst anziehen, dann nimmt er dieses Bild von Kleidung. Okay. And Colossae was in its history under very multiple empires. Und Kolosse war unter vielen Reichen. Persian, Greek, and Roman. Perser, Griechen, Römer. This led to a very multicultural city. Das hat dazu geführt, dass es eine sehr Multikulti-Stadt war. Had Persian and Greek influences. Mit Perser und griechischen Einflüssen. In 2 centuries before this, it was reported about 2,000 Jews had moved in. Und 2 Jahrhunderte davor wurde berichtet, dass ungefähr 2000 Juden eingereist sind. From at that time from Babylon area, Mesopotamia. Aus Babylon, Mesopotamien und so. So you're getting that mix of influences as well. Also kriegt man das auch noch irgendwo mit rein. And then it was reported that there was 10,000 Jewish males in the 1st century. Und es wird berichtet, dass es 10.000 Juden im 1. Jahrhundert gab. So lots of Jewish influences. Also ein großer jüdischer Einfluss. So at Paul's time, there was tons of multicultural just influences going on. Also zur Zeit von Paulus waren da Tonnen von Multikulti-Einflüsse. The city did decline a little bit more towards Paul's time. Bis zur Zeit von Paulus ist die Stadt ein bisschen geschrumpft. The closer cities, Laodicea and Hierapolis, kind of became bigger influences. Laodicea und Hierapolis waren größer und wichtiger. And it was reported in 64 AD that the city was mostly destroyed in an earthquake. Und dann wurde in 64 berichtet, dass die Stadt größtenteils durch ein Erdbeben zerstört wurde. Yeah, the city was pretty much destroyed, buildings collapsed and many died. Die Stadt wurde fast komplett zerstört, viele sind gestorben, weil Häuser zusammengestürzt sind und so. So it could be very real possibility that those who read this letter could have experienced this earthquake, could have died in this earthquake. Und es ist sehr möglich, dass die Leute, die diesen Brief empfangen haben, in dem dann später in dem Erdbeben umgekommen sind. Okay. And the church, as far as the church being established, und ja, die Kirche, die aufgebaut wurde und etabliert wurde. It says within, there you go. It says within its own text in verse 7 of Colossians. Ja, schon in Vers 7 selber im selben Brief der Kolosser. That a man named Epaphras. Wird der Mann Epaphras erwähnt? Epaphras. So, and the theory is it's possibly during Paul's 3rd missionary journey when he's there using Ephesus as a ministry center. Und es ist die Theorie, dass er das als Dienstzentrum verwendet während seiner Missionsreise. And we know that Paul had traveled through the interior parts, kind of in this region. Und wir wissen, Paulus ist durch die Gegenden gereist. However, he probably hadn't been in Colossae. Und trotzdem war er wahrscheinlich nicht in Kolosse. Chapter 2, verse 1, Paul states that he hadn't seen them face to face. Da wird erwähnt, dass er sie noch nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. And so it's traditionally believed back up. But we know that when Paul was in Ephesus for 2 years or so, it said the gospel spread in all of Asia. Aber es heißt, dass, als er in Ephesus war, dass das Evangelium sich in ganz Asien verbreitet hat. So it is possible that Epaphras, a Colossian, could have gone to Ephesus, became a Christian, and was sent back out by Paul and evangelized Colossae. Und es ist möglich, dass Epaphras in Ephesus vom Evangelium gehört hat, zum Glauben kam und dann nach Kolosse zurückgesandt wurde. As well as Laodicea and Hierapolis. Und auch Laodicea und Hierapolis. You can see some evidence in the book that Epaphras being being a Colossae person, chapter 4, verse 12. Und im Kapitel 4, Vers 12 sieht man Hinweis darauf, dass Epaphras
ein Kolosser ist. Also, the book has a connection to the book of Philemon. Philemon. Ja, es hat dann noch eine Verbindung zum Buch Philemon. You can find that Ja. to the letter there's addressed similar names. Man sieht, dass ähnliche Namen adressiert werden. And it's very possible that Philemon or Onesimus, who are in the book, could have been actually a Colossian themselves. Und es ist möglich, dass Philemon oder Onesimus tatsächlich ein Kolosser ist. We can talk a moment about that. And it's believed to be, again, written, traditionally believed written in one of Paul's Roman prison epistles. Und man geht davon aus, dass es einer der der Briefe aus dem Gefängnis ist von Paulus. Okay, let's talk about Philemon real quick. Reden wir kurz über Philemon. So, Philemon was, again, probably somebody that lived in Colossae, a wealthy man that had a slave. Und man geht davon aus, dass Philemon in Kolossä gelebt hat und reich war und einen Sklaven namens Onesimus hatte. And then his slave, name was Onesimus. Und, ja, genau, ich habe den Namen Yeah, schon gesagt. so that's fine. And then apparently Onesimus had run away from Philemon. Und offensichtlich ist Onesimus von Philemon weggerannt. And he had ended up with Paul in Rome. Und er ist bei Paulus in Rom angekommen. Onesimus has clearly become a believer. Onesimus ist da eindeutig zum Glauben gekommen. And basically what happens is Onesimus becomes very valuable to Paul. Und was da passiert ist, dass Onesimus sehr wertvoll wird für Paulus. He's become very useful in his ministry. Sehr hilfreich in seinem Dienst. But Paul feels it's time to send Onesimus back. Aber Paulus hat das Gefühl, es ist Zeit, Onesimus zurückzuschicken. And again, in Roman slavery is a bit different. It's more of a servant. It's more of a, you could sell yourself into slavery because you'd be taken care of kind of thing. Und der römische Sklaverei ist ein bisschen anders. Ne? Man könnte sich selbst verkaufen in den Dienst, weil man hat immer jemand, der sich um einen kümmert. Also man ist gut versorgt und so. But you are still, your master's property basically. Aber du wärst dennoch das Eigentum deines Meisters. And if you had run away, you could be potentially killed by your master if you run away. Und wenn du von deinem Meister wegläufst, dann könntest du potenziell umgebracht werden dafür. And if somebody is knowingly harboring a runaway slave, Und wenn jemand wissentlich einen davongelaufenen Sklaven beherbergt, they could face punishments as well. die könnten auch dafür bestraft werden. So it's a very sticky situation for Onesimus and Paul. Also eine unangenehme Situation für Onesimus und Paulus. So it's actually pretty risky to send this guy back and admit that Paul's saying, I've had him for a while. Und es ist recht riskant für Paulus, den zurückzuschicken und zuzugeben, ich habe den hier eine Weile da gehabt. So Paul is sending some messengers with Philemon to this area carrying the letter of Colossians and Philemon and maybe some others. Und Paulus schickt dann Boten los, die Briefe an Kolosser haben und dann auch zum Philemon. And so Paul's writing saying, please accept Onesimus back. Und der Brief von Paulus schreibt er dann, ja, bitte nimm ihn wieder an. But no longer as a slave, but as a brother. Aber nicht mehr als Sklave, sondern als Bruder. I'm not sure if he literally means, really don't be a slave anymore, but at least in heart, accept him back as a fellow believer, as a fellow brother. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt damit meint, mach ihn nicht mehr zum Sklaven, oder ob er einfach nur meint, wenn du ihn zurücknimmst, dann sei dir bewusst, dass er ein Bruder ist. In other words, don't kill him. Mit anderen Worten, bring ihn bitte nicht um. And even beyond that, accept him as somebody that's part of the church. Und
akzeptiere ihn als jemanden, der Teil der Kirche ist. So it's an incredibly short letter, but it's a really powerful one of reconciliation. Es ist ein sehr kurzer Brief, aber ein sehr kraftvoller, der Wiedergutmachung? Versöhnung, ja, genau. BCCs and SBSs often start with this book. Yes. Ja, die BCCs fangen oft damit an. One, because it's short, so you can tackle it. And two, there's so much history and background information in it that it opens up, you can start to see the Bible, that there's just so much more going on behind it. Weil so viel im Hintergrund dazu stattfindet, öffnet das die Bibel ganz anders. And I know we've just seen time and time again this just little letter just being so powerful when people get to study it. Yes. Und wir sehen wieder und wieder, wie kraftvoll dieser kleine Brief ist, wenn wir es studieren. With the story of reconciliation. Und der Geschichte der Versöhnung. Because often we'll have the students later on go and practice teaching it to the base. Und oft haben wir danach die Studenten sollen dann dem Zentrum And whole predigen. base is just being incredibly moved by this tiny little letter. Und dann sind alle sehr bewegt von diesem winzigen Brief. Okay, so that's briefly the book of Philemon Das ist ganz kurz der Brief von Philemon, and how it's connected to Colossians, wie er mit dem Kolosser verbunden ist. and then we'll dive into the depths of Colossians afterward. Und dann gehen wir in den Kolosser nach der Pause.